Metatron will receive your souls in heaven. Metatron wird eure Seelen empfangen. Okay, in this final session, we are going to talk a little bit about the medieval Jewish period. In diesem letzten Teil werden wir etwas über die Zeit des Mittelalters sprechen. So these are texts from after the classic rabbinic period. Diese Texte stammen also von der Zeit nach der klassischen rabbinischen Periode. And I will start by talking a little bit about the philosophical tradition. Und ich fange zuerst an, über die philosophische Tradition zu sprechen. But I mainly want to focus on the Kabbalah. Aber hauptsächlich möchte ich mich auf die Kabbalah fokussieren. Which of course is the Jewish mystical tradition of the medieval period. Was die mystische Tradition des Mittelalters ist. Now, the Jewish philosophical tradition grew out of some controversies. Die philosophische Tradition entstand aus ein paar Kontroversen. In the early medieval period, a movement arose that was called the Karaite movement. Im Frühmittelalter entstand eine Bewegung, die man die karäische Bewegung nennt. The Karaites rejected the authority of rabbinic tradition. Die Karäer lehnten die Autorität der rabbinischen Tradition ab. They claimed that only the biblical text was authoritative. Sie behaupteten, dass nur der biblische Text Autorität hat. But they also were very attracted to Greek philosophy. Aber sie waren auch sehr angezogen von griechischer Philosophie. And so they used Greek philosophy as a way of attacking the rabbinic tradition. Sie benutzten also griechische Philosophie, um die rabbinische Literatur zu attackieren. And so they made fun of these rabbinic texts that spoke about God as wearing tefillin. Sie machten sich also lustig über solche rabbinischen Texte wie dass Gott zum Beispiel Tefillin trägt. Or spoke of God as praying. Oder die davon sprachen, dass Gott betet. Or spoke about God as having any kind of form at all. Oder die darüber sprachen, dass Gott überhaupt irgendeine Gestalt annimmt. And so you then had Jews who were leaders in the rabbinic movement who had to answer these criticisms. Nun mussten also die Juden aus der rabbinischen Tradition diese Kritik beantworten. And so they themselves studied the philosophy. Also studierten nun auch diese Juden selbst die Philosophie. And they tried to come up with arguments in defense of the rabbinic tradition that were philosophically sound. Und versuchten, dieser Kritik zu entgegnen und sie zurückzuweisen, indem sie selbst philosophische Argumente entgegenbrachten. So the first of these great philosophers, as I mentioned, was Saadia Gaon. Also der erste dieser Philosophen war Saadia Gaon. Saadia was asked about, what do you think about the Shiur Koma tradition? Und Saadia wurde nun gefragt, was denkst du über die Shiur Koma Tradition? Was this mystical tradition about the great size of God's limbs. Das war diese mystische Tradition über die Ausmaße des göttlichen Körpers. And so Saadia said, well, I don't think this is really authentic. Saadia sagte also, ich denke nicht, dass das wirklich authentisch ist. And then Saadia tried to emphasize the divine unity. Saadia versuchte nun also, die göttliche Einheit zu betonen. Seeing it as an absolute simplicity. Um es als eine absolute, einfache Einheit zu sehen. So without any
plural manifestation. Ohne irgendwelche Mehrheit oder mehreren Manifestationen, Auswirkungen, Erscheinungen. And no bodily form. Und keiner körperlichen Gestalt. Maimonides went in the same direction, Maimonides ging in genau die gleiche Richtung. but was even more extreme than Aber Sadhya. er war sogar noch extremer als Saadya. When he was asked about the Shiur Koma, he treated it with contempt. Als Maimonides über diese Shiur Koma befragt wurde, behandelte er es mit was ist Contempt? Contempt. Verachtung. Yeah. Yes, he thought that this was nonsense. Er dachte, dass das völliger Blödsinn ist. The approach that Sadhya and Maimonides took was something really new. Die Herangehensweise von Saadya und Maimonides war etwas total Neues. It was not something that was actually in continuity with what had gone before. Eigentlich war es überhaupt keine Kontinuität zu dem, wie davor solche Themen besprochen wurden. But it was in response to attacks that were coming upon them. Aber es war eine Antwort auf die Angriffe, die sie bekommen hatten. There were two teachings in particular they had that I think are significant here. Es gab zwei wichtige Lehren, die sie hatten, die besonders wichtig für uns sind. The first is the idea that nothing positive can be said about God himself. Das erste ist diese Idee, dass man nichts Positives über Gott sagen kann. If we can say negative things about God. Wir können negative Sachen über Gott sagen. We can say God doesn't have a body. Zum Beispiel, Gott hat keinen Körper. God is not subject to time. Gott ist nicht gebunden an Zeit. God is not finite. Gott ist nicht endlich. We can say all of these. We can multiply the negations. Also wir können diese ganzen Negierungen, Verneinungen multiplizieren. But nothing positive can be said about God himself. Aber über Gott selbst kann man nichts Positives sagen. They said we can talk positively about the things that God does. Sie sagten, man kann nur positiv über das reden oder sprechen, was Gott tut. God's actions. Seine Taten. But not about God's being. Aber nicht über Gottes Sein. That we can't even talk about it. Darüber können wir überhaupt gar nicht sprechen. That's the first thing they taught. The second thing they taught. Die zweite Sache, die sie lehrten, it had to do with the various revelations of God that are described in the Bible. Das zweite hatte damit zu tun, über die verschiedenen Offenbarungen von Gott in der Bibel. We might ask, well, what did they say about Ezekiel chapter 1 and the revelation of the chariot, the divine chariot? Wir fragen uns vielleicht, was sagten sie denn zu dieser Offenbarung in Hesekiel 1 und dem göttlichen Thronwagen? Or the Ancient of Days in Daniel chapter 7. Oder dem Uralten aus Daniel Kapitel 7. And the answer they gave was something completely new in Jewish thought. Und die Antwort, die sie darauf gaben, war etwas komplett Neues im jüdischen Denken. They said these prophets really did see these things. Did or didn't? Did. They really saw these things. Sie sagten, dass die Propheten diese Sachen wirklich sahen, But what they saw was not God. aber was sie sahen, war nicht Gott. It was a creation of God. Es war eine Schöpfung Gottes. That God created this representation of himself. Gott schuf also etwas, das ihn selbst repräsentierte. So they thought they were seeing God, Sie dachten also, dass sie Gott sahen, but they were seeing something that God created for them. aber eigentlich sahen sie etwas, das Gott für sie schuf. According to them, the Shekhinah itself was something created by God. Und für sie war auch die Shechina selbst etwas, das Gott extra gemacht hatte. Again, this is completely new in Jewish thought. Und ich will es nochmal betonen, das ist etwas komplett Neues im jüdischen Denken.
up to this time, it was always understood the Shekhinah is simply God himself. Bis zu dem Zeitpunkt war es für jeden völlig klar, dass die Shechinah Gott selbst ist. But for Sadja and for Maimonides, this could not be. Aber für Saadia und Maimonides konnte dies nicht so sein. So for them, they were resolving the paradox of God. Sie lösten also einfach das Paradox Gottes, den Widerspruch Gottes. This tension between the infinite one and the one who makes himself finite. Diese Spannung zwischen dem Unendlichen und demjenigen, der sich selbst endlich offenbart oder macht. For them, there was only the infinite one. Für sie gab es nur noch den Unendlichen. And everything else was something that infinite one created for our sake. Und alles andere war für sie etwas, was der Unendliche geschaffen hatte für uns, um es zu verstehen. Of course, what this means is that Israel never really encounters God. Und das bedeutet aber, dass Israel niemals Gott wirklich begegnen kann. Israel merely encounters other created beings like ourselves. Israel kann nur anderen Wesen wie uns selbst begegnen, die auch geschaffen sind. Now, this is the context in which Kabbalah emerges. Und dies ist der Kontext, in welchem Kabbalah entsteht. And I think it's very important to see it in this context. Und es ist sehr, sehr wichtig, die Kabbalah in diesem Kontext auch zu sehen. Otherwise, we might be tempted to simply disregard Kabbalah itself as nonsense. Sonst sind wir in der Versuchung, Kabbalah einfach als Blödsinn abzutun. When we see Kabbalah in this context, I think we see it very differently. Und wenn wir Kabbalah aber in diesem Kontext betrachten, werden wir einen anderen Blick darauf bekommen. We actually see it as an attempt to preserve the reality of the living God. Wir werden es eigentlich sehen als eine Herangehensweise oder einen Versuch, um die Realität Gottes irgendwie zu konservieren, zu behalten. And also to preserve the paradox of who God is. Und auch um dieses Paradox, wer Gott ist, zu bewahren. So, first of all, the mystics of the Kabbalah accept the notion of God's radical transcendence. Also zuallererst muss man sagen, dass die Kabbalah diesen Sinn, dass Gott komplett Transzendenz ist, auch weiterhin befürworten. For them, it really was the case that in a certain sense, we couldn't say anything positive about God. Also auf gewisse Art und Weise war es auch für sie so, dass man eigentlich nichts Positives über Gott sagen kann. But they saw this as only one aspect or dimension of God. Aber sie sahen es nur als eine Dimension, als einen Aspekt Gottes. They called this Ein Sof, Und sie nannten es Ein Sof, which again means there is no end. was bedeutet kein Ende oder ohne Ende. The infinite one. Der Unendliche. And God as Ein Sof, there is absolutely nothing positive we can say about him. Und über Gott als Ein Sof können wir überhaupt gar nichts Positives sagen. And so the Kabbalists agreed with Sadja and with Maimonides to this extent. Und der Kabbalist stimmte also in diesem Ausmaß mit Saadia und Maimonides überein. But they didn't stop there. Aber sie hörten dort nicht auf. They then went on to say, we can also talk positively about God. Sie gingen voran und sagten, wir können aber auch positiv über Gott sprechen. We can speak positively not simply about God's actions, but about God himself. Wir können nicht nur positiv über seine Aktionen und seine Taten sprechen, sondern über Gott selbst. But when we do so, we are talking about what they called the Sephirot. Aber wenn wir das tun, dann sprechen wir über das, was sie Sephirot nannten, rather than Ein Sof. Was etwas anderes ist als Ein Sof. Now, this word originally meant numbers, Sephirot bedeutet wörtlich einfach Zahlen. but there's another Hebrew word that has a similar sound to this root. Aber es gibt ein anderes hebräisches Wort, das sich sehr ähnlich anhört wie diese Wurzel. It's a word from which, at least in English, we get the word sapphire.
Do you have this word in German? Ja, das ist das Wort, was man Saphir nennt, also Saphir. You do? Auf Deutsch. Okay, so so because of the similarity in sound, the notion of the Sephirot carried the idea of radiance. Und so steckt in diesem Wortspiel auch der Aspekt drin von Strahlen, also Sephirot als Strahlen, Ausstrahlung. So light and beauty. Also auch Licht und Schönheit. For the medieval mystics, the Sephirot are aspects of divine personality. Für die mittelalterlichen Kabbalisten sind diese Sephirot Aspects of divine personality. Es sind Aspekte der göttlichen Person oder seines Charakters. Like God's mind or God's compassion. So wie Gottes Gedanken oder sein Erbarmen. These aspects of divine personality are accessible to human thought. Und diese Aspekte sind zugänglich für menschliche Gedanken. They emanate from Ein Sof. Sie gehen heraus von Ein Sof. They come out of Ein Sof. Sie kommen aus Ein Sof heraus. And we might think about it in the terms we saw from the Book of Wisdom. Und wir denken vielleicht so darüber, was wir auch im Buch der Weisheit gesehen haben. The Sephirot are like the breath of God. Die Sephirot sind so wie der Atem Gottes. Or like the reflection or the image of God. Oder wie der Spiegel, der Widerschein oder das Ebenbild Gottes. Or in language they themselves used, like the light from God emitted by the sun. Oder ist es so, wie die Sprache, die sie selbst benutzten, das Licht, das aus Gott herauskommt in Bezug zur Sonne. There are also divine energies that are at work in the created world. Die Sephirot werden auch beschrieben als göttliche Energieströme, die in der Welt wirken. So the Sephirot together are distinct from Ein Sof. Die Sephirot selbst sind also getrennt von Gott oder werden unterschieden von Gott, von Ein Sof. But they are also one with Ein Sof. Aber sie sind auch eins mit Ein Sof. They are both distinct and they are identical. Sie sind unterschieden und identisch. This is actually, and one of the quotes that we have here, a quote from a Jewish scholar of Jewish mysticism. He says, the Kabbalists insisted that Ein Sof and the Sephirot formed a unity like a flame joined to a coal. It is they, and they are it. Die Kabbalisten bestanden darauf, dass Ein Sof und die Sephirot eine Einheit bilden, wie eine Flamme, die sich verbindet mit den Kohlen. Die Flamme ist die Kohlen und die Kohlen sind die Flamme. Ja, also es verbindet sich. This was their way of responding to Maimonides and Sadhya. Und es war ihre Art und Weise, auf Saatya und Maimonides zu reagieren. For these Jewish philosophers, when Israel beheld God, they were beholding a created entity. Sorry, I didn't get I it. say, for Maimonides, when the prophets beheld God, they were beholding a created entity. Und für sie war es so, wenn Maimonides über die Propheten sprach, dann sprach er darüber, dass sie eigentlich eine endliche Kreatur Gottes erlebten. But for these mystics, what was being beheld was the Sephirot. Aber die Mystiker interpretierten es so, dass die Propheten die Sephirot erfuhren. And the Sephirot were one with Ein Sof. Und die Sephirot waren eins mit Ein Sof. They weren't created. Sie waren nicht geschaffen. They were divine themselves. Sie waren selbst göttlich. But they were the way in which Ein Sof made himself known within the world. Aber sie waren die Art und Weise, wie Ein Sof sich selbst bekannt macht in der Welt. Now,
they could also talk about the Sephirot all together as if they were a human being. Und sie konnten aber teilweise auch darüber sprechen, dass diese Sephirot alle zusammen so wie ein menschliches Geschöpf waren. A heavenly human being. Ein himmlischer Mensch. In other words, the Ancient of Days of Daniel 7. Oder in anderen Worten zum Beispiel der Uralte aus Daniel 7. So that when the prophets were beholding the form of God, they were beholding the Sephirot together as a corporate, as one reality. Wenn also die Propheten Gott begegneten, dann begegneten sie den Sephirot als eine Einheit zusammen. They called this Adam Kadmon. Und sie nannten es Adam Kadmon. The first or the heavenly man. Der erste oder der himmlische Mensch oder Mann. If you've ever read anything about Kabbalah, you've probably seen the charts. Und wenn ihr jemals etwas über Kabbalah gelesen habt, dann habt ihr wahrscheinlich von den Thronwagen. Yes. They show one of the charts is a figure of a human being, a human form. Und einer davon nimmt menschliche Gestalt an. And then they show you each of the 10 Sephirot and where they appear on that heavenly human form. Und dann gibt es solche Bilder, wo jede der Sephirot einem bestimmten Körperteil oder einen bestimmten Platz am menschlichen Körper zugeordnet wird. So we have Ein Sof, and we have the Sephirot conceived all together as one entity. Also haben wir einerseits Ein Sof, aber wir haben auch die Sephirot, die zusammen als Einheit dargestellt werden. But what we also then have is one of the Sephirot that has a special role. Und jetzt haben wir aber auch eine der Sephirot, die eine bestimmte Rolle übernimmt. This is the 10th, the lowest of the Sephirot. Das ist die 10. der Sephirot, die niedrigste von ihnen. And one of the main names for this was Shekhinah. Und einer der Hauptnamen für diese war Shekhinah. In Kabbalah, Shekhinah is purely receptive. Receives from the other Sephirot. Also in der Kabbalah ist die Shekhinah eine Sephira, die nur Dinge empfangen kann von den anderen. The other Sephirot are active. Die anderen Sephirot sind aktiv. Whereas the Shekhinah is receiving from the other 9 Sephirot. Wohingegen die Shekhinah empfänglich ist oder nur empfängt von den anderen Sephirot. And then transmits the energies and life of the other Sephirot into the created order. Und dann gibt sie diese Energieströme weiter, also die Energieströme der anderen Sephirot gibt sie dann weiter in die Welt. Here is another quote. Ja. She reflects all aspects of divinity and sustains all the worlds below, though she has nothing at all of her own. Also hier ist ein Zitat, ich versuche es zu übersetzen. Sie reflektiert alle Aspekte der Göttlichkeit und versorgt die Welt unten, obwohl sie selbst nichts besitzt, also nichts aus sich selbst heraus hat oder besitzt. What you see here are the 3 classic dimensions of the paradox of God. Und wir sehen hier wieder diese 3 Dimensionen des Paradoxes Gottes. With Shekhinah as that 3rd dimension. Mit der Shekhinah als dieser 3. Dimension. Now, what the Kabbalists said is that Shekhinah was intimately bound up with the life of Israel and the created order. Und die Kabbalisten sagen, dass die Shekhinah komplett verbunden war mit Israel and the created order. Und der Schöpfung, der geordneten Schöpfung, Schöpfungsordnung. And so much so that when human beings sin
or when Israel sins, Shekhinah becomes separated from the other Sephirot. Und das geht sogar so weit, dass wenn Israel oder wenn andere Menschen sündigen, die Shechinah von den anderen Sephirot getrennt wird. And this creates a kind of crisis or rupture within God himself. Und das führt dazu, dass es eine gewisse Krise innerhalb Gottes gibt. Yeah. And this was how they interpreted the sin of Adam. Und so interpretierten sie auch die Sünde Adams. As creating a kind of division within the very life of God. Dass dort eigentlich eine gewisse Trennung innerhalb Gottes passiert ist. But then they said the opposite was also true. Aber sie behaupteten auch, dass das Gegenteil wahr ist. When human beings, when Israel responds in obedience and love, wenn Israel in Gehorsam und Liebe reagiert, it brings about a healing in the divine realm. Dann führt es zu Heilung innerhalb der göttlichen Sphäre. And this is how they interpreted Zechariah chapter 14, verse 9. Und so interpretierten sie Sacharja 14, Vers 9. You remember that verse that says, in that day, Adonai will be one and his name will be one? Vielleicht erinnert ihr euch an den Vers, der sagt, in diesen Tagen wird Gott einer sein und sein Name wird einer sein. Their interpretation was, as long as sin is in the world, God is not literally one. Ihre Interpretation war, dass solange Sünde in der Welt existiert, ist Gott nicht wirklich eins. So, in a sense, they were accepting the more philosophical way of understanding oneness. Sie hatten eigentlich ein eher philosophisches Verständnis der Einheit oder Einigkeit Gottes. But then asserting that God was not currently one. Aber dann sagten sie auch, dass Gott eigentlich nicht wirklich eins sei. Because of the way in which Shekhinah had been sent into exile. In dieser Weise, wie die Shechinah auch ins Exil gesandt wurde. And this becomes another way of interpreting the rabbinic understanding of Shekhinah going into exile. Und hier kommen wir zu einer anderen Auslegung dieser rabbinischen Aussage, dass die Shechinah mit ins Exil geht. We saw how the rabbinic literature could say that the Shekhinah was so identified with Israel that when Israel goes into exile, Shekhinah goes into exile. Wir haben gesehen, dass die rabbinische Literatur beschrieb, dass die Shechinah so sehr mit Israel verbunden ist, dass wenn Israel ins Exil geht, auch die Shechinah mit ins Exil geht. But this was going into exile outside the land of Israel. Aber hier ging es um ein Exil außerhalb des Landes Israel. And outside of the temple in Jerusalem. Und außerhalb des Tempels in Jerusalem. But for the mystics, they saw the exile of Shekhinah as from God himself. Aber die Mystiker sahen das Exil an als das Exil von Gott selbst. Some of you may have seen an unusual prayer that's found in some traditional Jewish prayer books. Vielleicht haben manche von euch schon ein sehr ungewöhnliches Gebet entdeckt, was sich in traditionellen jüdischen Gebetsbüchern wiederfindet. It is a meditation that's done before observing some of the mitzvot. Es ist eine Meditation über das, was man oder die man betet, bevor man Mitzvot tut. And the prayer, the meditation goes, I am prepared to do this for the sake of the unification of the Holy One, blessed be He, and His Shekhinah. Yeah. Und das Gebet ist so, ich begehe diese Mitzvah für die Vereinigung des Heiligen, gelobt sei er und seine Shechinah. That is a Kabbalistic meditation. Das ist eine kabbalistische Meditation. And Hakadosh Baruch Hu is one of the Sephirot. Und Hakadosh Baruch Hu ist einer der Sephirot. Who represents the 9 Sephirot in relationship to Shekhinah. Welches die 9 Sephirot in Beziehung zu der Shechinah repräsentiert. And so this is a meditation that in obeying the mitzvot,
we are longing for the full unification of God. Und diese Meditation drückt aus, dass wir, wenn wir Mitzvot tun, uns danach sehnen, dass diese Sephirot wieder vereinigt werden. Because when God is whole, the universe will be whole. Weil wenn Gott ganz und einheitlich ist, dann wird auch das Universum wieder eins oder einheitlich sein. Now, I am not presenting this material as the truth. Ich möchte ich möchte es nicht präsentieren als die Wahrheit. As if there is actually a division internal to the life of God. Als ob es wirklich eine Teilung innerhalb Gottes gäbe. But I think it's very important to understand it. Aber es ist sehr, sehr wichtig, es zu verstehen. Because it enables us to see how the Jewish tradition deals with these questions. Weil es uns dazu befähigt, zu verstehen, wie die jüdische Tradition mit diesen Problemen und Fragen umgeht. And to see that it's not that distant from the way in which these things are approached in Brit Chadashah. Und um auch zu verstehen, dass es nicht so weit davon entfernt ist, wie diese Probleme im Neuen Testament, im Brit Chadashah, behandelt werden. And that it's radically different than the stereotypes we have of Jewish teaching. Und dass es sehr, sehr unterschiedlich ist von dem, was wir als Stereotype jüdischen Denkens kennen. I've loved watching Jewish students in the university take classes about Jewish mysticism. Ich habe es geliebt, jüdische Studenten zu beobachten, die Kurse über die Kabbalah belegten. They are always shocked. Sie sind immer geschockt. This is Judaism? Das ist Judentum? Okay, the final section. Okay, jetzt zum letzten Abschnitt. I want to talk about God, Torah and Israel in Kabbalah. Ich möchte über Gott, Torah und Israel in der Kabbalah sprechen. Because these become a way, these three terms of capturing again these three dimensions of God. Weil diese drei Dinge werden eigentlich zu einem Abbild für die drei Dimensionen Gottes, die wir besprochen haben. Now, the rabbinic view, the traditional rabbinic view, is that the Torah was created. Die traditionelle rabbinische Auslegung ist, dass die Torah geschaffen wurde. The Torah is pre-existent. Die Torah ist Präexistenz. It exists before the world is created. Sie existierte bevor die Welt geschaffen wurde. And God employs the pre-existent Torah to make the world. Und Gott benutzt diese präexistente Torah, um die Welt zu schaffen. But as in Proverbs 8, the Torah is still a created entity. Aber wie auch in Sprüche 8 ist die Torah trotzdem noch eine geschaffene Sache. Now, the early mystical tradition shifted the focus a bit. Die frühe Mystik veränderte verlagerte diesen Aspekt ein bisschen. And they focused less on the Torah as the agent of creation. Und sie fokussierten sich nicht so sehr auf die Torah als agent of creation, als mediator of creation. Als Mittler für die Schöpfung. And they focused instead on the divine name, the name of God as the way in which God created the world. Stattdessen fokussierten sie auf den Namen Gottes, der auch durch den die Welt geschaffen wurde. And this is important because God's name is not a created entity. Und das ist sehr wichtig, weil der Name Gottes nicht etwas Geschaffenes ist. So in this tradition, God creates by means of something that is simply an aspect of his own being. Und in dieser Tradition schafft Gott also die Welt durch etwas, was eigentlich einfach nur ein Aspekt seiner selbst ist. The medieval mystical tradition puts it all together. Und die mittelalterliche Mystik bringt alles zusammen. For them, there was a sense in which the Torah had these
two aspects to it. Bei ihnen gab es so eine Auslegung, dass die Torah beide Aspekte in sich birgt. In one sense, it was created, and in another sense, it was uncreated. Einerseits war die Torah geschaffen, andererseits war sie nicht geschaffen. They said there is a heavenly Torah which is equivalent to the name of God. Und sie sagten, es gäbe eine himmlische Torah, die dem Namen Gottes gleichgesetzt ist. And then there is a created Torah, which is the form that heavenly Torah takes in this world. Und dann gibt es eine zweite Art der Torah, die Yeah, the form in which the heavenly Torah takes in this world. Die Gestalt, die die Torah in dieser Welt annimmt. They said that God created the world through the heavenly Torah. Sie sagten, dass Gott die Welt durch die himmlische Torah schuf. And that they even then used the traditional rabbinic distinction between the written Torah and the oral Torah. Und sie benutzten sogar diese Unterscheidung zwischen der schriftlichen und der mündlichen Torah. They said the written Torah represents the heavenly uncreated Torah. Und sie sagten, die schriftliche Torah repräsentiert die himmlische, nicht geschaffene Torah. And the oral Torah represents that created Torah in the midst of the world. Und die mündliche Torah repräsentiert diese geschaffene Torah, die Gestalt annimmt in der Welt. And this could be the case because the written Torah is one thing that doesn't change over time. Und das ist so, weil die schriftliche Torah eine Einheit ist, die nicht verändert wurde durch die ganze Zeit. Whereas the oral Torah travels with Israel through history and is continually developing. Wohingegen die mündliche Torah mit Israel mitwanderte sozusagen und sich beständig veränderte und vergrößerte. Now, let me just read you a text from the Zohar, which is the classic text of the Kabbalah. Jetzt kommt ein Zitat aus dem Zohar, das ist der klassische Text der Kabbalah. So I'll be in this I'm one. trying to translate it. I'll do it sentence by sentence. Would that help you? Ja. Okay. Rabbi Eliezer taught that in the 10 words, the Decalogue, the 10 commandments, all the other commandments were engraved with all decrees and punishments, all laws concerning purity and impurity, all the branches and roots, all the trees and plants, heaven and earth, seas and oceans. In fact, all things. Rabbi Eliezer lehrte, dass in den 10 Geboten alle anderen Gebote enthalten seien, mit allen Möglichkeiten und Bestrafungen und den Geboten, die Reinheit und Unreinheit betreffen und alle Bäume und Pflanzen und Himmel und Erde und Meere und Ozeane und eigentlich einfach alle Dinge. For the Torah is the name of the Holy One, blessed be He. Weil die Torah der Name des Heiligen ist, gelobt sei er. As the name of the Holy One is engraved in the 10 words, which created all things, so is the whole Torah engraved in the 10 words, the 10 commandments. And these 10 words are the name of the Holy One. And the whole Torah is thus one name, the holy name of God Himself. So wie der Name des Heiligen hineingeschrieben ist oder eingraviert ist in die 10 Gebote der Schöpfung, so ist die ganze Torah eingraviert in die 10 Gebote. Und diese 10 Gebote sind der Name des Heiligen. Und so ist die ganze Torah, weil ja alles eingraviert ist, der eine Name des Heiligen, nämlich Gottes selbst. Blessed is he who is worthy of her, the Torah, for he will be worthy of the holy name. Gelobt sei derjenige, der würdig der Torah ist, denn dann wird er auch würdig des heiligen Namens sein. Said Rabbi Yosef, this means that he will be worthy of the Holy One himself,
as he and his name are one. Und Rabbi Josef sagte, das bedeutet, dass er auch würdig sein wird des Heiligen selbst, weil er, der Heilige, und sein Name eins sind. Gelobt sei sein Name für ewig. So, here we have the name of God identified or equated with the Torah. Also hier haben wir ein Beispiel dafür, wie Gottes Name in die Torah als eins identifiziert werden. But the name of God here is also equivalent to the Sephirot, Aber der Name Gottes hier ist auch gleich den Sephirot. which means the heavenly Torah is itself equivalent to the Sephirot. Das bedeutet, die himmlische Torah ist gleich den Sephirot. So all of this again becomes simply another way of saying that Ein Sof and the Sephirot are one. Und das ist eigentlich auch wieder nur eine andere Möglichkeit zu sagen, dass Ein Sof und die Sephirot eins sind. And all of this ultimately is about a basic truth Und eigentlich geht es hier um eine ganz fundamentale Wahrheit. that when God reveals himself, we really encounter God. Dass nämlich, wenn Gott sich selbst offenbart, wir ihm wirklich begegnen. We're not encountering something else, Wir begegnen nicht irgendetwas anderem. as such that we have to wonder what's the real truth behind this thing that we're encountering. Sodass wir uns fragen müssten, was ist eigentlich die Sache hinter dem wir jetzt gerade begegnen. That's what all of this complexity is really about. It's about something very simple and basic. Und dieses ganze Komplexe geht eigentlich nur um diese einfache Wahrheit. Now, they did the same sort of thing in dealing with the people of Israel. Und genau die gleiche Sache haben sie auch gemacht in Bezug auf das Volk Israel. The Torah, in a sense, is equivalent here in particular to the top 9 Sephirot. Und die Torah ist hier gleich den 9 oberen Sephirot. One of the other names for the 10th of the Sephirot is Knesset Yisrael. Und ein anderer Name für diese 10. Sephirah ist Knesset Israel. So it's Shekhinah is equivalent here to Knesset Yisrael. Deshalb ist Shechinah gleich Knesset Israel. Because the Shekhinah is joined up also on earth with the people of Israel. Weil die Shechinah auf dieser Erde verbunden ist mit dem Volk Israel. Just a second. Knesset Israel bedeutet die Versammlung oder die Gemeinde Israel. Yeah. And so just as the Shekhinah was on earth with Knesset Yisrael, there's a sense in which Knesset Yisrael is in heaven with Shekhinah. Und genauso wie die Shechinah mit Knesset Israel auf der Erde ist eigentlich auch Knesset Israel mit der Shechinah im Himmel. And now I think we can understand what the mystical meaning was of a famous Jewish saying. Und jetzt können wir ein wichtiges jüdisches Zitat verstehen. This is a saying that goes back to the 18th century. Und dieses Sprichwort oder dieser Spruch geht zurück auf das 18. Jahrhundert. The saying is, the Torah, God, and Israel are one. Und dieser Spruch besagt, die Torah, Gott und Israel sind eins. This was basically a statement about the relationship between Ein Sof, the Sephirot, and Shekhinah. Und das war eigentlich ein Ausspruch über die Beziehung zwischen Ein Sof, Shechinah und Israel. And ultimately, an attempt in a completely different time in history to try to wrestle with the fundamental issues of the Bible. Ja, und wir sehen, dass in verschiedenen Zeiten versucht wurde, mit diesem Problem zu kämpfen. Now, this is all background to what we're going to start to do tomorrow, which is to actually look at the New Testament text. Und das ist eigentlich nur der Hintergrund für das, was wir morgen anfangen, nämlich uns das Neue Testament anzuschauen. But I think that you will agree that when we read these New Testament texts about the deity of Yeshua, they will look a little different.
Aber ich denke, ihr stimmt mit mir überein, dass wenn wir mit diesem Hintergrund jetzt die Texte des Neuen Testamentes anschauen, die über die Göttlichkeit Jeschuas sprechen, dass sie plötzlich ganz anders aussehen. Okay, we have 15 minutes for discussion. 15 Minuten für eine Diskussion und Rückfragen. Yes. Bitte schön. Yeah, many thanks for your exposition. In order to walk through it later on, it would be very useful to have the handouts. Yes. Okay, so I think that would be really lovely to have what you just read and whatever else. Gibt es ein Handout? Wollen Sie ein Handout des ganzen, also das ganze Skript oder nur die Quellen? Yeah, all of this. Dienstag wird es welche geben. Alle Texte, die übersetzt worden sind, sind im Internet. Jeder kann die sich runterladen und mitbringen. Yeah. Yes. And I highly recommend that afterwards you look through these texts again. Und ich kann euch wirklich empfehlen, dass ihr hinterher nochmal durch die Texte durchgeht. Noch mehr Fragen? Just a question, because on the schedule it says that we will finish at 7:30 today. So are you still continuing, or I'm is sorry. it because you made a shortcut with all the other texts? No, Die I Frage was- war, ob wir I was just told, I had been told that we had 4 hours, and so I was assuming that it was ending at 7. That's fine. Gut. Also es geht nicht bis 19:30 Uhr, wir hören früher auf. So, so I would say is we will go as long as there are questions, but I'm sure everyone would not mind if we end a little early. Gibt es noch Fragen? Micha? My gift, instead of killing you, I might actually give you a hope here of getting out early. Anstatt euch umzubringen, gebe ich euch eine kleine Hoffnung, dass ihr hier etwas früher rauskommen könnt. Okay, hier vorne gibt es noch eine Frage oder erst hinten? Okay, erst hinten bitte. So, wir haben hier aus dem Internet eine Frage. Wie verstehen Sie 1. Mose 6, dass die Göttersöhne die Menschentöchter zu Frauen nahmen und Kinder zeugten? Hat das etwas mit der Gestalt oder dem Leib Gottes zu tun? Okay, I just translate. It's a question from the internet about Genesis 6 and the sons of God who were Taking wives taking wives, and if this has something to do with God taking form. I don't think so. Ich denke nicht. I mean, that story in Genesis 6 was of tremendous importance in the time of the Second Temple period. Dieser Text aus 1. Mose 6 war für große Bedeutsamkeit in der Zeit des Zweiten Tempels. We read a few passages from the book of Enoch. Und wir haben ein paar Passagen aus dem Buch von Henoch gelesen. And the opening chapters of the book of Enoch are a much more elaborate version of that story from Genesis 6. Und die ersten Kapitel dieses Buches sind eigentlich einfach eine ausgedehnte Version dieses Kapitels oder dieser Geschichte aus 1. Mose 6. And the way it is understood is as a kind of a fall of angels and this sin of angels that brings a special kind of corruption into the world. Und es wird eigentlich so verstanden, dass es hier um den Fall der Engel geht, also Engel, die gesündigt haben und eine bestimmte Art von Korruption in die Welt hineinbrachten. Yeah. But I can't see an immediate connection between this and these other issues of God's form. Aber ich kann keine direkte Verbindung sehen zwischen dieser Geschichte und dem, dass Gott Gestalt annimmt. Yes. Oh, yes. Go on. Okay, noch eine Frage? Mich hat besonders beeindruckt, wie du die Schechina im Volk Gottes
beschrieben hast. I was very, especially impressed by the how you describe the Shekhinah inside or as part of the people of Israel. Und ich habe verstanden, dass er nicht nur Teil von Israel ist, sondern dass er Israel ist. And I understood that the Shekhinah is not only part of Israel, but that it is Israel, Eine Identität. like Yes. an identity. Wenn das Volk Israel sündigt When the people of Israel sin und ein goldenes Kalb baut, and build a golden calf, zum Beispiel, for example, sündigt dann Gott. is then God sinning? I think that in the Jewish mystical tradition, they would say definitely not. Also ich denke, in der mystischen Tradition würden sie sagen, auf keinen Fall. But what they would say is that Shekhinah, in a sense, is being defiled. Aber sie würden sagen, dass die Shekhinah in einer gewissen Art und Weise beschädigt ist, beschmutzt ist. Yeah, so that Shekhinah is, in a sense, is responsive even in relationship to Israel. Das bedeutet, dass die Shekhinah auf gewisse Weise auch reagiert auf Israel. Shekhinah is responsive both in relationship to the other Sephirot, but also in relationship to the people of Israel. Die Shekhinah ist also einerseits empfänglich und gegenüber den Sephirot, aber auch gegenüber dem Volk Israel. And of course, especially in the mystical tradition, Shekhinah, by the way, is very definitely female. Und was übrigens sehr, sehr interessant ist, besonders in der mystischen Tradition, ist, dass die Shekhinah weiblich ist. Yeah, Shekhinah is a she. Also Shekhinah ist eine Sie. Who, yeah. Yeah, go on. If this is a continuation, yeah. Go on. Yeah, let them continue. Ich habe die Frage bewusst so provokant gestellt, I asked the question in a provocant way. weil du gesagt hast, dass die Shekhinah als eine der Sephirot von den Sephirot ausgeschlossen wird, wenn quasi das Volk Israel schuldig wird. I asked the question because you said that the Shekhinah is part of the Sephirot, but it is separated from the Sephirot when Israel is sinning. Exactly. But it is more, it's more passive. She is more passive. She is acted upon by Israel, just as she is acted upon by the other Sephirot. Aber die Shekhinah ist eher passiv, also sie wird behandelt, sie wird beeinflusst durch die Sephirot und durch Israel. She is like this medium, that is allowing the Sephirot and Israel to be engaged in relationship with one another. Sie ist sozusagen das Verbindungsstück, das den Sephirot und Israel erlaubt, irgendwie in Beziehung zueinander zu treten. Ja. Okay, noch eine Frage? I'm very interested in the gender question. You didn't finish. Du hast die Frage, deinen Satz nicht beendet. Das ist die Frage nach dem Geschlecht. Yes, you mentioned in one sentence that sinning Shekinah or not sinning or whatever, and hers or it's hers being female. Yeah. Well, we know that in the Hebrew language, everything which is passive is female, so it is really neutral. But the female is neutral too. It is passive. Is that why? Is it what you didn't mention? What you did not finish? That Shekinah is messing with all this stuff because of being passive. Okay, I just translate quickly. Also es geht um den Punkt, dass die Shekinah weiblich ist und in der hebräischen Sprache gibt es nur männlich und weiblich. Es gibt kein Neutrum, kein Neutral und das Weibliche ist das Passive und ist das der Grund. Okay, kannst du noch mal kurz sagen? Kannst du vielleicht auf Deutsch kurz sagen, was du meintest? Ja, ich kann es auch auf Deutsch sagen. Ich war okay, danke. einfacher. Also wir haben jetzt den Satz nicht abgeschlossen gehört. Wir haben von Sündigkeit, von Mitsündigkeit oder Mitsünde Gottes in Shekinah, in diesem weiblichen Aspekt gehört.
und das wurde nicht beendet. Und meine Frage ist, jetzt liegt es an der Passivität dieses Aspektes. Ja, Shechinah ist weiblich und somit passiv. Im Hebräischen sind alle passiven Sachen, alle Dinge, auch die abstrakter, sind weiblich. Also eigentlich ist weiblich das Passive, das Neutrale, das Sächliche, bloß die Frauen sind mit dabei. Eben, das Weibliche ist mit dabei im Sächlichen, im Hebräischen, sozusagen grammatikalisch. Ob es daran liegt, dass ob diese Sündigkeit, diese Einbezogenheit, diese Vereinnahmung der Shechinah für die Sünde mit dieser Weiblichkeit, mit dieser Passivität zu erklären sei. Let me be sure that I understand the question. Are you asking specifically about whether the fundamental issue is the passivity, such that it is then the female character of Shechinah is simply because the two are equated? Yes. Or, yeah. Yes. Okay. Also eine kurze Rückfrage, geht es quasi um die ganz fundamentale Frage, dass die Shechinah weiblich ist und passiv und beeinflusst werden kann? Yeah. And that's why bad. Yeah. I'm not certain. The one thing I think is important to say is in the mystical tradition, the feminine character of Shechinah has far more. It has implications beyond merely the issue of passivity. Also ich bin mir nicht sicher, aber was wichtig ist zu sagen, ist, dass in der mystischen Tradition die Weiblichkeit der Shechinah über das hinausgeht, also über diesen Aspekt der Passivität auf jeden Fall hinausgeht. Although even these other dimensions I'm thinking of can't completely be separated from that notion. Auch wenn man die anderen Aspekte der Shechinah nicht komplett davon trennen kann. What I'm thinking of right now is it's one of the scandalous dimensions of Jewish mysticism for many, at least for conservative Christians. Und jetzt denke ich gerade über einen sehr skandalösen Teil der jüdischen Mystik für Christen nach. And that is the sexual nature Und das of ist Kabbalah. die sexuelle Natur oder der sexuelle Charakter von Kabbalah. The sexual imagery is quite emphatic in Kabbalistic literature. What is Emphatic. Emphasized. Empathisch. Also diese sexuellen Beschreibungen in Kabbalah sind sehr einfühlsam, sehr empathisch. And this then is one of the reasons some of you may know that it's considered a mitzvah for a husband and wife to have sexual relations on Shabbat. Und vielleicht habt ihr davon gehört, dass es eine Mitzvah, ein Gebot ist, dass Ehepaare am Shabbat Sex haben. But this was tied in with this whole mystical tradition. Aber das wurde verbunden mit dieser ganzen mystischen Tradition. Because Shabbat itself is as the queen is like Shechinah. Und hängt alles damit zusammen, dass der Schabbat als Königin, als Shechinah beschrieben wird. And the understanding was, as a husband and wife are entering into sexual union on Shabbat, they are facilitating the union of Shechinah and the 9 Sephirot. Und der Gedanke dahinter oder die Idee dahinter ist, dass wenn Mann und Frau am Schabbat miteinander schlafen, dann tragen sie dazu bei, dass die Shechinah mit den Sephirot auch sich verbindet. So I just mentioned that because you can see it has more implications beyond like an abstract notion of passivity. Und ich erwähne das nur, um zu zeigen, dass es noch weitere Dimensionen gibt als der Weiblichkeit als einfach nur die Passivität. So, but I don't know if that's helpful at all. But. Aber ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Noch eine Frage vorne?
Das Oberthema lautet ja die Göttlichkeit Jeschuas. Und meine Frage ist bei dem letzten Teil, wie hängt das jetzt mit Jeschua zusammen? Wo können wir ihn darin finden? The main topic of is the divinity of Yeshua, and how can we find in this last section something about Yeshua and something important for us? Yes. Well, I'm hoping that some of this will become clearer in the next couple of days. Ich hoffe, dass einiges davon ein bisschen klarer wird in den nächsten Tagen. But I think that what we will see is the way in which the New Testament is dealing with the divinity of Yeshua has much in common with the rest of the Jewish tradition. Und was wir vor allem feststellen werden, ist, dass das Neue Testament und wie dort mit der Göttlichkeit Jeschuas umgegangen wird, sehr viel gemeinsam hat mit der restlichen jüdischen Tradition. There was something new here that the disciples were encountering. Es gab hier was Neues, was den Jüngern begegnete. They had this one particular human being in their midst. Sie hatten dieses eine menschliche Wesen, diesen einen Mensch in ihrer Mitte. Who was unlike any other person they had ever encountered. Der ganz anders war als alle anderen Personen, denen sie jemals begegnet waren. In whom God was present in a way in which they had never experienced before. Und in welchem Gott so präsent war, wie sie es davor nie irgendwie erfahren hatten. He teaches as no person had ever taught before. Er lehrte so, wie keine Person davor jemals gelehrt hatte. He works miracles that no human being had ever done before. Er wirkte Wunder, die vorher kein Mensch jemals getan hatte. But then he dies. Aber dann stirbt er. And their world seems to be ended. Und ihre Welt schien zu Ende zu sein. And then, of course, he is raised from the dead. Aber dann natürlich wird er von den Toten auferweckt. But not raised from the dead like Lazarus was raised from the dead. Aber er wurde nicht so auferweckt, wie Lazarus von den Toten auferweckt wurde. But changed, transformed. Sondern er war verändert, transformiert. We could think about that text in 3rd Enoch that we read. Und wir können über diesen Text aus 3. Henoch nachdenken, den wir vorhin gelesen haben. Speaking about Enoch ascending to heaven and becoming this flame of fire. Über Henoch, der in den Himmel hinaufsteigt und zu dieser Feuerflamme wird. You know, so the question then becomes for the disciples of Yeshua, what do we do with this person? How do we understand who he is? Und die Frage für die Jünger war nun, wie gehen wir mit dieser Person um? Wie verstehen wir, wer er ist? And I think the key thing to understand is they were not starting from nowhere. Aber der Schlüssel zum Verstehen ist, dass sie nicht einfach im Nirgendwo angefangen haben mit diesen Gedanken. There were a whole set of understandings about the way in which God was differentiated. Do you know? Ja, es gab eine ganze Reihe an Verständnis und Meinungen, wie man Gott differenzieren konnte. And then a lot of the questions that get raised about Yeshua and his relationship to the Father and Yeshua and his relationship to the Holy Spirit become similar to all of the things we've been talking about in these last 2 days. Und diese ganzen Fragen, wie versteht man die Beziehung zwischen Jeschua und dem Vater und Jeschua und dem Heiligen Geist, werden relevant oder werden verständlicher, wenn wir das bedenken, was wir jetzt gehört haben. Yeah. So, as we're reading these New Testament texts, I think we can see what's going on as this very Jewish process. Und wenn wir die Texte des Neuen Testamentes lesen, dann werden wir verstehen, dass das Teil ist dieses ganzen jüdischen Prozesses. And we will see how they're drawing on these traditions as they are articulating their understanding of Yeshua. Und wir werden sehen, wie diese Texte aus den jüdischen Traditionen und Verständnissen zehren.
But I think that some of the material from today has another significance as well. Aber ich denke, dass wir auch verstehen, dass die Texte von heute eine ganz andere Bedeutung und Wichtigkeit für uns haben. I think it also becomes important for how we explain what we believe to other Jewish people. Ich denke, es ist wichtig, diese Texte auch zu kennen, um anderen jüdischen Menschen das zu erklären, was wir glauben. I have found that being able to use some of the Kabbalistic concepts to be helpful in explanation. Und ich habe einfach erfahren, dass es manchmal hilfreich ist, diese kabbalistischen Texte zu nehmen, wenn man seinen Glauben erklären möchte. Because it helps bypass the stereotypes of Jewish teaching that most Jewish people have. Und es hilft dabei, einfach diese Stereotypen zu überwinden, die viele jüdische Menschen haben, darüber, was Judentum eigentlich ist. It doesn't mean that they are going to simply accept Yeshua because of this. Das heißt nicht, dass sie dann einfach deswegen Jeschua annehmen werden. But it means they'll be less likely to dismiss what we're saying as non-Jewish. Aber es mag hilfreich dabei sein, dass sie nicht das für Blödsinn und das für nicht jüdisch hinstellen, was wir glauben. Okay, danke. Okay, da ist noch eine Frage hier vorne. Aber war auf Russisch wahrscheinlich? Yes, thank you. Okay. Maybe it's in Russian, I don't know. Да. Я знакома с Сидором. И там действительно пишется о 10 сферах, оболочках. Но там пишется также... Простите, пожалуйста, по предложениям я перевожу. In Sidur, I found a lot about 10 Sefirot. И там пишется, что Бог скрывается за 10 оболочками. And it goes about God who hides himself under the 10 Sefirot. Okay, ich übersetze kurz ins Deutsche. Moment. Ich finde im Sidur viele Stellen, die über die 10 Sephirot sprechen und dass Gott sich in diesen 10 Sephirot verbirgt. И он недоступен для человека. And so that being God who is hiding himself, he is not accessible for a human being. Und so ist Gott, der selbst heilig ist macht sich nicht oder ist nicht zugänglich für ein menschliches Wesen. И эти 10 оболочек соответствуют действительно человеческому телу. And these 10 Sefirot are equal to the parts of the human being. Und diese 10 Sephirot sind gleich den Teilen des Menschen. Как вы это все объясните? How can you explain this fact? Sorry? How can you explain this fact and probably this correlation? Ja, wie kann man diese Tatsache erklären? It was the question mark. Yes, I'm not sure I understand the question. I think the question was about how can we understand that idea of God who hides himself under the 10 Sefirot, and so he is not inaccessible. Yes. But on the other hand, these 10 Sefirot are equal to the 10 parts of the human body. Mhm. Also es ging um die Frage, dass einerseits Gott sich in den 10 Sephirot verbirgt und also den Menschen nicht zugänglich ist und andererseits aber die 10 Sephirot also 10 Teilen des Menschen entsprechen und dann irgendwie doch ein Zugang zu sein scheint. Yes. Well, again, I think in a sense, God, meaning Ein Sof, hides behind the Sephirot, but I think probably in a more significant sense, he is revealed through the Sephirot. Also einerseits verbirgt Gott sich in den 10 Sephirot, aber andererseits und vielleicht viel, viel mehr offenbart er sich durch diese 10 Sephirot.
But both are true. Aber beides ist wahr. You know, and one could say the same thing about the father of Yeshua and Yeshua. Und man könnte das Gleiche über den Vater Jeschuas und Jeschua sagen. I think the connection with the human body is a significant one. Und ich denke, die Verbindung der Sephirot mit dem menschlichen Körper ist eine sehr bedeutsame. And again, it goes back to the earlier rabbinic tradition, which emphasizes the way in which the human body is created after the image and likeness of God. Und das geht zurück zu den frühen jüdischen und rabbinischen Quellen, die den Menschen als Ebenbild Gottes auf diese körperliche Art und Weise beschreiben. And I think it has some very powerful and beautiful implications for how we think about our life. Und ich denke, das enthält sehr schöne und wichtige Bedeutungen für unser Leben. It means that what we do in our bodies is truly significant. Das zeigt einfach, dass das, was wir tun und auch unser Körper einfach wirklich wichtig ist. It is an expression of God's presence and life in this world. Und es ist ein Zeichen dafür, ein Ausdruck dessen, wie Gott in dieser Welt ist. Just as the Sephirot manifest Ein Sof, so we in our bodies manifest the Sephirot. So wie die Sephirot Ein Sof darstellen, so stellen auch wir in unserem Körper Gott dar. But this is again very similar to teaching in the Gospel of John. Aber das ist auch sehr ähnlich mit dem, was wir im Evangelium nach Johannes lesen. The way in which the Son reveals the Father. Die Art und Weise, wie der Sohn den Vater offenbart. And the way in which then the Son sends of his Spirit. Und dann, wie der Sohn den Geist sendet. And then in the way in which we then, as the disciples of Yeshua, are sent and represent him. Und dann auch, wie wir als Jünger Jeschuas gesandt sind, ihn zu repräsentieren. And this is all an extension of the fact that the Word became flesh and dwelt among us. Und es ist alles nur eine Ausweitung dessen, was wir lesen, wenn das Wort Fleisch wurde. The incarnation, the embodied nature of Yeshua's life. Die Inkarnation, die Fleischwerdung Jeschuas. Yeshua could only do what he did in the body. Jeschua konnte das, was er tat, nur im Körper tun, im Fleisch tun. And so this is something I think that Christian tradition could learn from Jewish tradition. Und ich denke, dass dies ein Aspekt ist, den die christliche Tradition von jüdischer Tradition lernen kann. Yeah. There's another question back there. Yeah. Ja. Noch eine Frage hinten bei Igor. Why do you think there are 10 Sephirot, not 3, 7 or 12? Warum denkst du, dass es genau 10 Sephirot sind und nicht 3, 7 oder 12? Well, 10 is a nice round number. 10 ist eine schöne runde Zahl. You know, we have 10 fingers and 10 Wir haben 10 toes, Finger, 10 Zehen, 10 commandments, 10 10 Gebote. plagues. You know, part of what I was trying to convey is something that I think that people do not often see about the Sephirot. Also ein Teil dessen, was ich versucht habe zu umreißen, ist einfach das, was Menschen nicht so oft in den Sephirot erkennen. This is one of the reasons that sometimes people think that the Sephirot are not in any way parallel to our understanding of the Father, Son, and Spirit. Ja, also ein Grund ist, dass viele Menschen einfach keine Parallelität darin sehen zwischen den 10 Sephirot und Vater, Sohn, Heiliger Geist. Because there are 10 here and there are 3 here. Weil es 10 dort gibt und 3 dort. But what I'm trying in my exposition of Kabbalah, I think what we can see is the fundamental threefold structure of the Sephirot. Aber das Fundamentale, was wir in den Sephirot sehen können in der Kabbalah, ist diese 3 Dimensionen. The
Ein Sof, the Sephirot as a unity, and then Shekhinah. Also Ein Sof, dann die Sephirot als eine Einheit und die Shekhinah. I think that the number 10, or just the large number, helps to capture a sense of the inner dynamism of God. Also ich denke, diese Zahl 10 oder einfach die relativ große Anzahl zeigt etwas von der Dynamik innerhalb Gottes. And capturing the sense of God as mind and as will and as love. Und es fasst irgendwie dieser Teil Gottes als Gedanken, als Liebe, als Will. Als Wille. Yeah. And so they were not responding to the incarnation. Also sie haben sich nicht auf die Menschwerdung bezogen. So I think they came up with something a little different than we have. Und also ich denke auch, dass sie schon mit einer anderen Idee gekommen sind als das, was wir haben. Again, I am not recommending the Kabbalistic view as our fundamental model for understanding God. Also nur um das nochmal klar zu machen, ich empfehle nicht die kabbalistische Sichtweise zu dem Fundament unserer Sichtweise oder unseres Glaubens zu machen. I'm only speaking about it as a helpful background and framework for posing the kinds of questions we need to pose. Also ich spreche darüber eigentlich nur, um einen Hintergrund und einen Rahmen für das zu geben, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Yes, there's a hand up there. In what century began the Jews to consider the Sephiroth to be energies of God being accessible, rather than Ein Sof being the non-accessible being of God? In welchem Jahrhundert begann es in der jüdischen Tradition, dass die Sephirot als den Menschen zugänglich beschrieben wurden? Yeah. Well, the whole notion of the Sephirot emerges in the early Middle Ages. Also die ganze Sache mit den Sephirot beginnt im Frühmittelalter. It's I think that again, before that time, there was an assumption made that when God acted in the world, it was really God acting. Aber schon davor wurde die Annahme getroffen, dass wenn Gott in dieser Welt wirkte, es wirklich Gott selbst war. So there was not there was understood to be a tension between the infinite one and the way he made himself finite. Also es gab eigentlich nicht diese Spannung zwischen dem Unendlichen und der Art und Weise, wie er sich endlich machte oder offenbarte. But the two dimensions were never wrenched apart from one another. Es gab eine Spannung, aber diese zwei Aspekte wurden nie voneinander getrennt. It is only when in the early Middle Ages with the philosophical tradition where that happens. Und eigentlich erst im Mittelalter, wenn dann die philosophische Tradition Einfluss nahm, passierte das, dass es getrennt wurde. And then the notion of the Sephirot becomes especially important because it emphasizes their unity. Und gerade dann wird diese Lehre über die Sephirot besonders bedeutsam, weil sie darüber spricht, dass es eine Zugänglichkeit gibt. I think in the earlier period, the main the new thing about the Sephirot was the sense of the inner multiplicity and dynamism of who God is. Und ich denke, dass am Anfang, als diese Lehre der Sephirot aufkam, das Besondere daran war, dass es diese innere Dynamik gibt. Yeah. So, but I think we're, the earliest Kabbalistic texts are
no one knows for sure how to date these, but maybe, 7th, 8th century. Also man weiß nicht genau, wann man die ersten oder die frühesten kabbalistischen und mystischen Texte datiert, aber wahrscheinlich so 7., 8. Jahrhundert. But they do not really reach the full expression that we think of as Kabbalah until the 12th century. Aber sie erreichen eigentlich dann bis zum 12. Jahrhundert nicht dieses Ausmaß, an das wir denken, wenn wir über Kabbalah sprechen. But what you also should know is the classic book of Kabbalah, which is called the Zohar. Aber ihr solltet auch wissen, dass das klassische Buch der Kabbalah, welches Zohar genannt wird, it claims to be from the 2nd century. behauptet, dass es aus dem 2. Jahrhundert stammt. And the hero of it is Rabbi Shimon Bar Yochai. Und der Held darin ist Rabbi Shimon Bar Yochai, who was one of the disciples of Rabbi Akiva. welcher einer der Schüler von Rabbi Akiva war. And one of the great achievements of the great scholar Gershom Scholem Und einer der größten Erfolge Erfolge des von Gershom Scholem war, was to demonstrate that the Zohar was written in the Middle Ages. Also der größte Erfolg von Gershom Scholem war zu zeigen, dass der Zohar viel später, nämlich erst im Mittelalter, geschrieben wurde. But in very traditional ultra-Orthodox circles, it would still be seen as a 2nd century text. Aber in sehr traditionellen orthodoxen Kreisen wird der Zohar trotzdem angesehen als aus dem 2. Jahrhundert stammend. That's it. Ich denke.